Hierher kommst du zu Fuß und du gehst über diese Brücke, hörst du? Denn erstens ist rundherum Wasser und zweitens, die Brücke bringt dir bei, was eine Grenze ist, die ein Land zerschneidet. So war das damals, ab 1945. Die Zonengrenze zwischen der Sowjetunion und den Amerikanern. Hier wurden Leute verhaftet und nach Sibirien geschickt, wegen angeblicher Spionage. Eine Drecksgrenze. Die Zeit legt Patina darauf. Diese Stadt liegt am Fluss, auch wenn man ihn nicht immer sieht, von dort kommt die Feuchtigkeit. Land am Strome, damit kannst du hier die Enns oder die Donau meinen. Ewig zieht das Wasser vorbei. Du musst aber schon hingehen, um es zu sehen, also wegschauen ist möglich, wenn du willst. Stell dir vor, du wärst Engin. Engin ist in Enns aufgewachsen, hat immer dort gelebt, die Schule besucht, Lehre gemacht. Er glaubt nicht, dass er bald weggehen wird. Wozu auch? Hier kommt alles irgendwann vorbeigeschwommen. Und besonders eilig hat er es nicht. Privileg seiner Jugend. Die Stadt ist eine liebe alte Tante. Schloss, Stadtturm und alles. Teeservice und Silberbesteck, trockener Kuchen, Familienfotos in Schwarz-Weiß. Man fühlt sich wohl bei ihr, aber sie ist nicht so wichtig. Deine Probleme musst du schon selbst lösen. Was heißt Probleme? Aus deinem Leben musst du etwas machen. Die Zukunft musst du gewinnen. Was ist das, die Zukunft? Wegen der Zukunft sitzt Peter, der beste Freund von Engin, gerade in der Justizanstalt Linz. Schöne Scheiße. Aber er hatte sich selbst zuzuschreiben. Zu viel Zukunft, zu wenig Verstand. Der war schon immer ein bisschen zu gescheit für sein eigenes Glück. Wollte schnell reich werden. Natürlich nicht mit Arbeit, sondern mit Köpfchen. Ist dann ins erstbeste Pyramidenspiel aus den Social Media eingestiegen, hat ein paar tausend Euro verloren, blöderweise nicht seine eigenen. Das hat ihn leider verändert. War nur mehr bei den Automaten und Sportwetten. 3 Monate später wieder in so einem Finanzkonstrukt mit von der Partie. Diesmal ganz früh dabei. Engin hat ihn zur Rede gestellt, aber Peter hat ihn nur ausgelacht. Kurz darauf teures Auto und so weiter. Neue Freunde. Als das krachen gegangen ist, war Peter zu nahe dran. Gewerbsmäßiger Betrug, 18 Monate bedingt und 6 unbedingt. Bald kommt er raus. Also nicht diese Art von Zukunft, aber auch nicht die von den Sicherheitsfanatikern. Denen fühlt sich Engin näher. Das kennt er aus der Familie, die Eltern, Onkel und Tanten. Gut und schön, aber die Wahrheit ist, das reicht nicht. Sorry, bei aller Liebe. Da bleibt eine Leerstelle über, und zwar ungefähr dort, wo Peter Mist gebaut hat. Der Witz ist, Engin versteht alles, aber verstehen allein befreit dich nicht. Befreit dich nicht von deiner Energie,
deinem Ehrgeiz, deinem Willen. Und so wartet Engin auf seine Chance, auf irgendetwas, von dem er noch nichts weiß, aber das er erkennen wird, wenn es vor ihm steht. Vielleicht die Frau seines Lebens, für die er seine Freundin sofort verlassen würde. Vielleicht eine Geschäftsidee, für die er aus Enns weggehen würde. Vielleicht ein großes Ziel, für das er bereit wäre, sein Leben einzusetzen. Was auch immer das wäre, aber Geld, Reichtum oder Ruhm wären es nicht, auf die pfeift er. Es ist ein offenes Land hier am Ufer der beiden Flüsse. Containerhafen, Logistikzentren. Am Wochenende kannst du draußen im Schwemmland allein mit deinen Gedanken sein und von der weiten Welt träumen. Hamburg, Rotterdam meinetwegen. Dann rennt Engin einfach los, zum Spaß. Stellt sich vor, was er später erleben wird. In Enns oder anderswo. Manche von den Männern, die am Waldrand wild zelten und ihre Angeln bewachen, schauen so aus, als hätten sie sich schon von vielem verabschiedet. Engin findet das schade. Die Sonne geht doch gerade erst richtig auf. Enns. Aber insgeheim ist Engin ein Zweifler. Licht und Schatten. Hell, dunkel. An der Brücke steht der heilige Florian, angeblich von den Römern in der Enns ertränkt. Eine Weile her. In Wahrheit ist die Zukunft offen wie das Wasser, wie dieses Land, wie die Jungen in ihrer Neugier. Dort, wo wir getrennt stehen, gehen wir doch über Brücken.